Hallo Kerstin. Hi Peter. Wir treffen uns wieder zu einem kurzen Video-Podcast zu dem Thema Konferenzen. Und diesmal gucken wir mal auf den Konferenzvorraum, was das zu bedeuten hat. Ja. Kerstin. Ja, stellst dir ein bisschen vor, wie wenn du auf einer richtigen Konferenz bist und du kommst erstmal zum Empfang. Alle Leute werden erstmal gesammelt, empfangen und womöglich vorbereitet. So ähnlich Kurzer kann man Smalltalk. Ja, genau. Ja. So ähnlich läuft das jetzt auch bei Telefonkonferenzen. In diesem Feature werden also die Teilnehmer, die sich einwählen, erstmal in einem Vorraum gesammelt. Und in diesem Vorraum können sie vorinformiert werden, da können sie sich auch schon unterhalten zum Beispiel. Und der Operator kann hier entsprechend für eine Einstimmung sorgen, kann Meetingregeln meinetwegen erklären und auch für die Qualität und Sicherheit sorgen durch den Vorraum, weil er nämlich genau steuert, wann jemand in die aktive Konferenz mit eingelassen wird und wieder austritt. Also er kann zum Beispiel sagen, dass bestimmte Konferenzteilnehmer erst zu einem späteren Zeitpunkt hinein in die Konferenz reingehen sollen. Und die können sich so lange auch im Vorraum noch wartend befinden. Er kann dann auch schauen, ob der Geräuschpegel soweit in Ordnung ist, dass überhaupt zugelassen werden, um in die aktive Konferenz eingelassen zu werden. Ja, das sind so die Vorteile eines Vorraums in einer Telefonkonferenz. Eines Warteraums, der natürlich dann genutzt wird, wenn es gerade bei Konferenzen sind, die sehr, sehr lange dauern und wo verschiedenste Themen durchgängig besprochen werden. Genau, also gerade bei Konferenzen auf hohem Sicherheits- und Effizienzniveau, wie zum Beispiel Politik oder Militär, da ist das sehr gefragt. Wenn irgendwelche epidemischen Lagen sind, wo ganz wichtige Themen besprochen werden, die über einen längeren Zeitraum gehen, wo Experten dazugeschaltet werden, zum Beispiel, die sich dann austauschen. Der Vorraum ist nicht zu verwechseln mit dem Thema Parken. Parkenfunktionalität, die wir im anderen Podcast erklärt haben, da ist jeder für sich alleine. Im Vorraum können mehrere Personen gleichzeitig vorhanden sein und sich zueinander abstimmen, austauschen. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.